Das Besondere am Universitätsmuseum ist schon der Standort. Wir sind hier in dem ältesten erhaltenen Gebäude der Universität. Dadurch kann man an einem historisch sehr aufgeladenen Ort schon viel über die Universitätsgeschichte erfahren. Das Besondere daran ist, dass es hier nicht um ein bestimmtes Fach geht, sondern die ganze Universität dargestellt wird, ihre ganze Geschichte. Wer sich umfassend zur Universitätsgeschichte informieren möchte, findet Bilder und Dokumente, die dieses Auf und Ab der letzten über 600 Jahre darstellen. Ich bin Charlotte Lagemann, ich bin Sammlungskoordinatorin der Universität Heidelberg und betreue das Universitätsmuseum. Die Zusammenstellung der Objekte im Universitätsmuseum ergibt sich daraus, dass man diesen chronologischen Bogen nachvollziehen kann. Diese Themengebiete sind, dass wir sehr frühe Lehrbücher in Ausschnitten zeigen und auch darstellen, wie das studentische Leben im Laufe der Jahrhunderte war. Dann haben wir einzelne Highlights unserer Geschichte ausführlicher beleuchtet. Zum Beispiel die Entwicklung der Spektralanalyse, die ein großes Highlight der Wissenschaftsgeschichte ist. Die Zulassung von Frauen zum Studium, die in Baden 1900 stattfand. Die berühmten Studentenrevolten der 1968er Jahre. Denn Uni ist ja nun gerade kein politikferner Raum. Im Gegenteil, hier werden ja auch Ideen entwickelt, die aus der Gesellschaft heraus herangetragen werden, die in die Gesellschaft hinaus wirken. Mit der Büste von Ruprecht I. wird das Kapitel Universitätsgeschichte überhaupt erst eingeleitet, weil er 1386 die Universität gegründet hat. Er galt als ein sehr kluger und umsichtiger Herrscher. Er hat die Universität mit Privilegien und Rechten ausgestattet, damit sie sich zu einem gut funktionierenden Gemeinwesen mit eigener Verantwortung auch entwickeln kann. Wir haben 2 Universitätszepter. Das eine steht für die ganze Universität, das andere für die damals größte Fakultät innerhalb der Universität, die Philosophische Fakultät. Das sind gotische Goldschmiedearbeiten. Diese Zepter sind ein Symbol, mit der die Universität einerseits ihren Mitgliedern gegenüber als auch nach außen zeigt, welche Rechte sie hat und ausüben darf. Im Mittelalter wurde dem Rektor bei öffentlichen Auftritten die Zepter vorangetragen. Wir sehen in der gotischen Architektur im Kopf der Zepter eine Anspielung auf eine biblische Geschichte. Der kleine 12-jährige Jesus, der im Tempel die Schriftgelehrten mit seiner Weisheit überrascht hat. Und um ihn drumherum sitzen 4 Figuren, die zu ihm aufschauen. Das passt dazu, dass die Universität mit 4 Fakultäten gegründet wurde. Es gibt ein zweites Zepter, weil die sogenannte Artistenfakultät die größte Fakultät der Universität war. Es gibt die sogenannten freien Künste, die Artes Liberalis, die gewissermaßen die Grundausbildung sind, bevor man an der Universität dann Medizin oder Theologie oder Jura studieren kann. Auch darin wieder ein christliches Symbol, die heilige Katharina, die die Schutzpatronin ist der Philosophischen Fakultät. Deswegen finde ich die Zepter auch immer ganz faszinierend. Sie waren quasi von Anfang an dabei. Sie sind also für die Universitätsgeschichte ganz wunderbare Zeugen. Sie zeigen aber auch, dass wir mit diesen Symbolen bestimmte Ideen verbinden, die sich aber im Laufe der Jahrhunderte auch verändern. Zu dieser Geschichte, dass die Universität über ihre eigenen Mitglieder richten durfte, gehört natürlich dann auch ein Gefängnis. Im späten 19. Jahrhundert hatte sich die Rechtslage schon geändert, aber die Universität durfte immer noch für Disziplinarvergehen, also was eben die bürgerliche Ruhe gestört hat, Karzerhaft verhängen. Das wurde nicht mehr so richtig ernst genommen. Es wird auch behauptet, dass Studenten sich mit Absicht daneben benommen haben, damit sie endlich mal in diesen Karzer reinkommen und dann dort die Wände fleißig bemalt haben. Das Besondere am Heidelberger Studentenkarzer ist sicher, dass es dann sich als Tradition so aufgebaut hat, dass jeder Insasse dann nochmal ein schöneres, größeres, lustigeres Bild oder einen Spruch hinterlassen musste. Ich vermute, das hat sehr viel damit zu tun, dass in diesem romantischen alten Heidelberg dann auch nicht nur alles hehre Wissenschaft und anspruchsvolle, komplizierte Dinge sind, sondern dass es eben auch diese über die Stränge schlagende, aber doch Lebenslust ist, die damit wiedergegeben ist.
Offensichtlich gibt es sehr viele Menschen, die diese Faszination oder diesen Mythos romantische Studentenstadt Heidelberg verfolgen. Und natürlich, wir sind die älteste Universität der Bundesrepublik Deutschland und damit haben wir auch einfach die längste Geschichte.